Hier ist wieder David. Hi! Heute wird's echt anders, Mann. Wir tauchen ab in 3000 Meter Tiefe. Titanium Grad 5 Gehäuse. Heliumventil. Matte DLC-Beschichtung. ETA-Uhrwerk. Limitiert auf 100 Stück weltweit. Und. All das nach einem kurzen Trailer. David, hi, heute wieder was richtig Cooles mitgebracht und zwar aus dem Hause Andersmann. Guckt euch das mal an, bitte. Ein schönes Köfferchen hat der Papi da mitgebracht. Und was ist da drin? Tata! Die Deep Ocean Black DLC in matt. Guckt euch doch mal bitte diese Geilheit an. Hinten ist noch der Aufkleber drauf. 3000 Meter, Leute. Heliumventil. Schöne Krone bei 4 Uhr. ETA-Uhrwerk und. Geil, oder? Swiss Made in Biel. Ja, das ist ein richtig geiles Biest, wie ich finde. 47 mm Durchmesser haben wir hier. Das ist ein richtiger Bronco. Und das Saphirglas. Gucken wir, ob wir es hinkriegen hier. Die Wölbung ist 4,5 mm dick und Antireflex beschichtet. Aber das ist halt auch schon mal eine richtig dicke, fette Glasscheibe, Leute. Die braucht man auch bei 3000 Meter. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal 3000 Meter getaucht bin. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, letztes Jahr oder was dieses Jahr? Ich weiß es nicht. Wer von euch war denn schon mal auf 3000? Ich finde es ja ziemlich krank, die Werte. Auf der anderen Seite finde ich es sehr geil, so eine schöne, geile Toolwatch am Arm zu haben, wo die 3000 Meter drauf prangert. Und auch hier das geile, gekörnte Zifferblatt. Schön mit dem blauen Sekundenzeiger. Das ist halt schon richtig geil, ne? Hier schön Heliumventil und alles in matt. Titanium Grad 5 Gehäuse. Schön leicht. Und auch die Lünette ist aus Titanium Grad 5 und die einzelnen Positionen hier, die sind mit Keramik und deswegen glänzen die. Das ist auch echt der Knaller. Schönes Kautschukband haben wir hier. Ist verschraubt. Hier die Schließe, die ist auch aus Titan. Hat auch nicht jeder. Meistens hat man ein schönes Titangehäuse und dann an der Schließe scheitert es. Dann habe ich wieder Edelstahl und wundere mich, wieso ich da wieder 1, 2 kleine Hitzepickelchen bekomme. Das bekomme ich nämlich bei Titan überhaupt nicht. Frag mich nicht warum. Ja, es ist Antiallergen, aber mir ist nicht bewusst, dass ich allergisch dagegen bin. Bei mir passiert bei Titanuhren einfach nichts am Arm, wogegen bei Edelstahluhren, wenn es gerade warm wird, kriege ich doch so kleine Hitzepickelchen. Vielleicht doch eine Allergie. Gucken wir mal rein, das kleine Köfferchen. Hier sehen wir ein zweites Band. Das ist jetzt von einer anderen Uhr. Schönes, geiles, fettes Lederband. Hier, guckt euch das mal an. Richtig massiv. Zu der Uhr gehört eigentlich ein schwarzes. Das habe ich gerade an einer anderen Uhr dran gemacht für ein Fotoprojekt. Das konnte ich jetzt nicht abmachen. Das ist hier ein braunes von einer Bronzeuhr, auch von Andersmann, die zeige ich euch auch noch. Dann haben wir hier drin, ziehe ich einfach raus, haben wir die Garantiekarte. Das ist die Nummer 56 von 100. Und dann haben wir hier schönes, richtig massiv aus Metall, schönes Stegwerkzeug und hier gleich 2 Stück. Ich versuche es mal rauszupulen. Hier. Gleich 2 Sechskant. Hallo. Gleich 2 Sechskantschlüssel hier. Um damit praktisch das Armband dann zu lösen. Ist alles verschraubt. Ist ja klar, ne? Ich meine, wenn er bei 2980 Meter angekommen ist und dann fliegt dir das Armband hier um die Ohren, weil es nicht geschraubt ist, wäre natürlich auch blöd, ne?
Weil 20 Meter vor dem Ziel, das wäre richtig Mist. Kommt auf jeden Fall, wie gesagt, in diesem geilen Koffer daher. Ich mag ja diese Survival-Koffer. Springen ja immer mehr drauf an. Zack, zack, bam. Kann man super aufheben. Schön mit der Metallplate hier drauf. Andersmann. Ja, die machen richtig geile Uhren, Leute. Kann ich euch nur sagen. Ich habe schon fast alle Uhren von Andersmann in der Hand gehabt. Schaut euch auf jeden Fall die Links unten in der Beschreibung an. Oder ihr geht direkt zu watchdavid.de und gebt dort mal Andersmann ein. Ich verlinke das aber unten mal, das Suchergebnis. Dort habe ich schon einige Andersmann getestet und am Arm gehabt und ausführliche Reviews gemacht mit coolen Fotos. Guckt euch das mal an, ich bin mir sicher, da ist für jeden was dabei. Wer sich für diese Uhr interessiert, schickt mir einfach eine Mail oder chattet mit mir über den Chat im Shop. Ich kriege dann sofort eine Info hier auf dem Handy und dann tauschen wir uns da aus. Hier auch schön die verschraubte Krone. Ne? Kann man auch super packen. Also oftmals hat man das ja so, dass das Gehäuse da irgendwie im Weg ist oder so. Das ist hier überhaupt gar nicht der Fall. Ja, und hier läuft er schön. Der Sekundenzeiger. Boah, geil, ne? Und auch, dass die Keramikeinsätze hier eben das Einzige sind, was irgendwie glänzend ist. Und der Rest ist halt einfach nur matt. Boah, geil, ey. Richtig geiler Wecker. Ich habe hier noch 6 Löcher frei. Ich habe 17,5 cm Handgelenksumfang. So sieht das Biest am Handgelenk aus. Ist schon fast wie The Beast von Ralph Tech, wobei die Uhr hier halt ein Drittel nur kostet. Geil, ne? Aber Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ne? Ich bin ja nicht so ein Fan so von großen Uhren, wobei bei den G-Shocks, da hat man halt meistens oft schon eine große Frogman oder so am Arm. Wenn ich mir die jetzt hier aber angucke, ja, sie ist für meinen Arm eigentlich zu groß, aber dadurch, dass alles matt ist und das Zifferblatt sich wahrscheinlich auf einer Durchmessergröße von, keine Ahnung, 42 mm austobt, wirkt sie halt nicht so groß, ne? Das ist halt schon ziemlich abgefahren und ja, vielleicht trenne ich mich auch nicht, ich muss mal gucken. Und es gibt eben nur 100 Stück. Ich meine, das ist halt auch nichts, ne? Das ist die Nummer 56 und wenn die 100 durch sind, sind sie durch. Er bringt solche Uhren dann in dieser Art und Weise auch nicht mehr raus. Ich habe schon ausführliches Review über die normale Edelstahl-Variante in meinem Blog. Schaut euch das mal an. Dort sind auch nochmal die ganzen Spezifikationen etc. Das ist jetzt ja wie gesagt die DLC-Beschichtung. Das Titan Grad 5 ist also nochmal DLC beschichtet in mattschwarz und das ist einfach nur geil, ne? Hier nochmal die Rückseite. Aufkleber noch drauf. Aber ich denke, ihr könnt trotzdem alles lesen. Auch nochmal schön mit Andersmann-Schriftzug. Das ist halt ein richtig geiler Diver, ne? Ich hatte die Edelstahl-Variante, glaube ich, ein halbes Jahr um. Die habe ich überhaupt nicht mehr abgemacht. Die hatte ich im Urlaub um, die hatte ich beim Duschen um, die hatte ich auf der Arbeit um, die hatte ich beim Meeting um, mit dem Businessanzug und so weiter. Ich habe die Uhr eigentlich immer getragen, nie abgemacht, weil sie trotz der Größe und der Höhe, 20 mm haben wir hier, ist sie halt trotzdem in Anführungsstrichen sehr, sehr leicht, weil sie ist halt aus Titan. Bandanstöße 26 mm, also mit 20 mm geben wir uns hier gar nicht zufrieden. Und Lack to Lack haben wir hier 56 mm, Durchmesser 47 mm mit verschraubter Wickelkrone. Und natürlich im Inneren, was wir jetzt hier leider nicht sehen können, das weltbekannte und beste ETA-Kaliber 2892 A2. Also diese Uhr hat alles, was man braucht. So, hier seht ihr jetzt den Loom. Ja, mega, ne? Auch wie lange der hält. Sehr cool, ne? Schön, wie der Sekundenzeiger läuft. Echt Knaller, ne? Guck mal, wie lange der Loom hält. Um irgendwann mal in die Legende einzugehen. Ja, Andersmann selbst sitzt in Hongkong, aber die Uhr wird komplett in Biel hergestellt und zusammengebaut.
Somit ist sie auch eine echte Swiss-Made-Uhr. Und ja, wenn ihr an der Andersmann oder auch an anderen Andersmann-Uhren interessiert seid, schreibt mich gerne an. Wir kennen uns schon seit Jahren. Wir sind auch im Überlegen, ob ich die Andersmann mit bei mir in den Shop nehme, um zu gucken, ja, dass wir praktisch schon das ganze Importthema hinter uns haben und die Steuern und so weiter, damit ihr euch damit nicht mehr beschäftigen müsst und ich wäre dann euer Ansprechpartner. Aber das gucken wir uns nochmal genauer an. Wenn die Resonanz von euch da ist, dann werde ich mich dem mal öffnen und gucke mir das nochmal genauer an. Ansonsten, wie gesagt, diese Uhr wäre gegebenenfalls zu haben, wenn der Preis stimmt. Apropos Preis, wir reden über $2.180, also irgendwo 2.000 € plus Zoll und Gebühren. Versandkostenfrei ist es, aber wir haben halt die 19% Mehrwertsteuer plus Gebühren. Roundabout 2.400 € müsst ihr mit rechnen, wenn ihr die Uhr kauft. Dafür bekommt ihr wirklich ja, eine richtig geile Uhr. Ich habe auch einen Kunden, der hat schon 2 oder 3 Andersmann von mir gekauft. Ich habe ihn gerade erst letztens gefragt, was es um andere Uhren ging. Und was machen die Andersmann? Sagt er, die laufen und laufen und laufen und laufen und laufen. Und er hat sie auch schon oft am Arm gehabt und ist hier mal angeeckt und so weiter. Er sagt, die laufen einfach. Das ist super geile Qualität. Keiner läuft mit solchen Uhren rum. Das kommt halt auch noch dazu. Und ja, very unique. Weg vom Mainstream, so wie ich es liebe. Und ich bin froh, dass Raymond diese Uhren so rausgebracht hat. Und das ist halt wirklich auch einer meiner Lieblinge. Ne? Gerade dadurch, dass eben alles ganz schwarz ist. Ne? Richtig geile Uhren. Was sagt ihr denn zu der Andersmann? Einige kennen die Uhr ja auch schon aus den Best-of-Taucher-Uhren. Hier wollte ich sie euch nochmal genauer vorstellen mit allen Spezifikationen etc., weil nicht alle haben das Best-of gesehen. Jetzt bin ich auf eure Meinung und Kommentare gespannt und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und auch, dass ihr ein Like da lasst und den Kanal abonniert. Danke an dieser Stelle. Also, in dem Sinn, schön, dass ihr da gewesen seid. Ich freue mich bis zum nächsten Video, also macht's gut, ne? Ciao. La 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 la.